Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu einem Update-Video zu Bitcoin und Ethereum. Dies wird eine Art Beruhigungspille sein, ein Beruhigungsvideo. Wir gucken uns nämlich mal an, wie und wo wir stehen ob wir irgendwelche Levels geknackt haben und unsere Zählung damit obsolet ist. Ihr merkt es schon an meiner Ansprache, dass ich bis jetzt zumindest relativ überzeugt bin, dass diese Zählung auch halten wird. Wir schauen uns schon mal Bitcoin an. Ich habe hier die Zählung dahingehend schon mal ein bisschen verändert, dass ich die 4 schon hier unten angesetzt habe. Wir haben ja das letzte Mal vermutet, dass wir hier nochmal einen Dip nach unten sehen, weil es doch ziemlich flach aussah von der Korrektur her. Das ist jetzt auch eindeutig so eingetreten. Wir sind zwar noch ziemlich am Downtrenden im Bitcoin, aber ich bin hier auch absolut guter Dinge, denn schauen wir uns doch mal wirklich die Charts nüchtern an. Der Kurs hat gerade erst die 38,2% Retracement erreicht. Das ist in der Elliott-Wellentheorie klassisch für eine Korrekturwelle Nummer 4. Ja, also wir könnten hier sogar noch mal locker über 5.000 Dollar runtergehen bis etwa 80.000 Dollar und wir befinden uns immer noch in unserer primären Zählung. Es ist also alles soweit im Lot und ich gehe jetzt auch natürlich erst einmal davon aus. Ja, also wenn wir unsere Zählung gemacht haben, wir haben uns ja auch Gedanken drüber gemacht, wir haben wirklich viel Zeit auch dafür aufgewandt, um die alles richtig durchzuzählen. Und dann müssen wir auch an unsere Zählung glauben. Ja? Und solange die Levels halten, ist auch alles in Ordnung. Das bedeutet, wir gehen immer noch von einem Market Top in diesem Fall von circa 145 bis 150.000 Dollar aus bei Bitcoin. Schauen wir uns mal Ethereum an. Ja, bei Ethereum ein ähnliches Bild, wobei Ethereum wirklich auch eine etwas, naja, schon eine schwierigere Angelegenheit ist, einfach aus dem einfachen Grunde, weil wir hier schon vorher ein ziemlich tiefes Retracement hatten, sogar noch tiefer als bis jetzt. Und wir es hier als die Welle 4 deklariert haben, was aber schon extrem tief ist. Aber es ist von der Zählung und von den Regeln absolut in Ordnung, denn wir haben oder Ethereum hat die Welle 1 mit der Welle 4 nicht durchstochen, beziehungsweise ist nicht da reingegangen. Das hätte nämlich dann die komplette Zählung hier invalidiert. Also die Welle 4 als Korrektur extrem tief für eine Welle 4, aber noch in Ordnung. So, und somit gingen wir davon aus, dass wir hier eine 5. untergeordnete Welle und damit eine Welle Nummer 1 etwas übergeordnet abgeschlossen haben im Dezember 24. Und seitdem befinden wir uns wieder mal auf einem ziemlich tiefen Retracement. Und wie wir das letzte Mal hier auch vermutet haben, ist jetzt die Welle 2 immer noch nicht ganz zu Ende gewesen. Ja? Wobei wir hier, wenn wir uns mal den 4-Stunden-Chart angucken, auch schon mal geguckt haben, naja, es gäbe noch die Möglichkeit, dass wir hier also eventuell schon die neue Welle 1 gesehen haben. Und da hab ich gesagt, okay, diese Welle 2 als Korrektur ist mir jetzt nicht tief genug. Es kann durchaus sein, dass es nochmal tiefer geht. Da haben wir auch diese WXY-Korrektur schon eingezeichnet und tatsächlich können wir die Welle 2 hier nach hinten verschieben und die Welle X tatsächlich auch. Und da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, inwieweit jetzt diese Welle 2 beendet ist, diese untergeordnete Welle 2, oder ob wir tatsächlich unter Umständen noch einmal, ich zeige es euch, noch einmal hier einen Dip unterhalb dieser Geschichte hier sehen. Und somit wäre auch diese impulsive Welle 1 obsolet und damit auch die gesamte Erzählung nach oben,
Die können wir übrigens auch wieder rausnehmen. Genau. Somit, wenn wir hier also nach unten dippen würden noch, ja, dann würde sich die 2 weiter nach hinten verschieben, weil sie ja quasi dann tiefer gegangen wäre. Das wäre aber auch nicht so dramatisch, denn wir sind immer noch im... Entschuldigung, da sehe ich gerade, da habe ich nicht ganz, da bin ich noch nicht ganz korrekt gewesen. Wir dürfen trotz alledem nicht tiefer als diese Welle 4 sein. So, jetzt. Denn dann würde natürlich hier die Welle 4, die übergeordnete Welle 4, auch obsolet sein und damit hätten wir ein Problem in der Zählung. Wenn das eintrifft, dann stimmt die komplette Zählung nicht, da müssen wir nochmal neu gucken. Aber so weit, so gut. Wir sind noch absolut auf Kurs und behalten uns das hier weiterhin als Welle 2 bei, weil noch haben wir das Ganze auch nicht durchstochen. Und wir können also zumindest jetzt, Standpunkt jetzt, davon ausgehen, dass wir uns in einer Welle 2 hier befinden, untergeordnet und hoffentlich dann demnächst mit dem gesamten Markt nach oben in eine Welle 3 gehen werden und letztendlich dann irgendwann die große Welle 3 abschließen. Gut. Also, es ist noch nichts passiert. Wir halten die Levels. Also keine Panik auf der Titanic. Und zu gegebener Zeit dann nochmal ein neues Update. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich der Markt in den nächsten, Tagen vielleicht beruhigt. Wir sehen auch hier schon, der Markt fängt an zu bouncen. Auch jetzt im Bitcoin haben wir hier die 38,2% als Support. Und ich gehe schon davon aus, dass wir hier jetzt dann auch eine Trendumkehr sehen werden in den nächsten Tagen. Ja, das kann sich natürlich schon auch hinziehen über einige Zeit, vielleicht sogar Wochen. Und dann wird natürlich wie immer erst der Bitcoin beginnen. Und dann werden wir hier im Bitcoin einen ordentlichen Schub nach oben sehen. Und dann werden die Altcoins peu à peu folgen. Sprich, es werden die großen folgen, um dann letztendlich den kleinen auch den Raum zu lassen. Das ist einfach immer der Fall gewesen bis jetzt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen auch einen Mehrwert daraus gezogen, seid ein bisschen beruhigt jetzt. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal zu einem nächsten Update-Video, das auch relativ bald kommt. Da werde ich noch einmal die anderen Altcoins beleuchten, wie zum Beispiel XRP, Solana und Algo. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann.